Okay, guten Morgen, Leute. Ich hoffe, dass es allen gut geht. Wir beginnen den heutigen Unterricht mit der Hausaufgabe aus dem Kursbuch, Seite Nummer 49. Ich teile meinen Bildschirm. Könnt ihr alle mich gut hören? Ja, Ja. Okay, alles klar. Ja, das war die erste Hausaufgabe, oder ja, die erste Hausaufgabe, ein ungewöhnlicher Lebensweg, also der ungewöhnliche Lebensweg von Tim Töpfer. Und ihr solltet dann hier die Antworten in die Lücken schreiben. Und die Antworten sind hier unten. Aber ich weiß nicht, ich kann leider die ganze Seite nicht projizieren. Otherwise it will be too small. Ja. Ja, ich glaube, so geht es. Ist das zu klein? Könnt ihr das lesen? So, Nummer 2. Wir können einfach direkt die Antworten diskutieren. Ihr könnt gerne entweder euch unmuten und die Antwort sagen oder einfach in den Chatbox schreiben. Also, Nummer 2. Zunächst hat er die Grundschule in Pinneberg besucht und ist dann in Hamburg auf das Gymnasium gekommen. Das haben wir schon diskutiert. Auf ein Gymnasium gekommen. Nur ein Jahr vor dem Abitur hat er Dash aufgehört. Was kommt hier als die Antwort? bei einer Schule. Okay, Schule ist richtig, aber die Präposition ist nicht. Aufhören ist stoppen und das Verb aufhören kommt immer mit der Präposition mit. Und das ist immer dann Dativ. To end with something. Ja, to end with something und das ist aufhören mit. So, er hat mit der Schule aufgehört. Und eine Lehre als Exportkaufmann gemacht. He did a small internship as an exports person somewhere in a Firma of Export. Nummer 3. Nach dem Abschluss der Lehre war er zunächst arbeitslos. Er hatte keinen Job, er hatte keine Arbeit. Dann hat er für wenig Lohn oder für wenig Geld als Tankwart Dash oder Dash gearbeitet. Bei einer Tankstelle? Nein, das ist, ja, genau, bei einer Tankstelle. Ja, das ist richtig. Tankstelle ist, wo man dann in das Auto oder in das Mofa Benzin füllen kann. Wir haben in Indien zum Beispiel Bharat Gas Tankstelle oder Shell Tankstellen oder HP Tankstellen und so weiter. Ja, so er hat als Tankwart gearbeitet und was ein Tankwart ist, dieses Bild ist hier. Könnt ihr das sehen? Er füllt gerade Benzin in das Auto. So, er hat bei einer Tankstelle gearbeitet, weil er sich schon immer da interessiert hat. Über Autos und Motorräder. Ja, aber sich interessieren hat immer die Position nicht über, sondern Für? ja, genau. Er hat sich immer für Autos und Motorräder interessiert. So, weil er sich schon immer für Autos und Motorräder interessiert hat. Genau, ja. Nummer 4. Danach ist er 2 Jahre lang Dash auf einem Containerschiff gefahren. Ein Schiff ist klar, ne? Titanic war ein Schiff, aber Titanic war ein Passagierenschiff. Da waren viele Leute, die von England, glaube ich, nach Amerika gefahren sind. Aber Containerschiff, da gibt es nicht Passagiere, keine Gäste. Das sind einfach Waren, Exportwaren, die von einem Land nach einem anderen Land exportiert werden. Das ist ein Containerschiff. Was ist hier die Antwort?
Die Antwort ist als und Seemann. Er hat als Seemann auf einem Containerschiff gefahren. Also er hat das Schiff gefahren. Und dann Nummer 5, 1997 hat er mit seinem Motorrad Dash teilgenommen. Das Verb hier ist teilnehmen, to participate. An der Rallye Paris-Dakar. Genau, ja, teilnehmen an plus Dativ. He participated in a motorbike rally oder bike rally. Und von Dakar, das ist in Afrika, und Paris, das ist natürlich in Frankreich. So, er hat an einem, wo ist das? Ja, genau, einer Rallye Paris-Dakar teilgenommen. Genau. Und weil ihm Afrika gefallen hat, er fand Afrika interessant, ist er 1,5 Jahre dort geblieben. Und 1,5 Jahre bedeutet ein Jahr plus ein halbes Jahr. Ein Jahr, 12 Monate plus ein halbes Jahr, 6 Monate. So ist er 18 Monate in Afrika geblieben oder gewohnt. 1999 ist er mit einer Menge afrikanischer Waren oder Produkte im Gepäck nach Deutschland zurückgekommen und hat sich in Berlin bla 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 selbstständig gemacht. Selbstständig machen is to make oneself independent and mostly it is financially. So he made himself financial. How? That is the answer. Mit einem Souvenirladen. Ja, mit einer Souvenirladen. Ist das Wort Souvenir klar? Ist auch ganz gleich wie auf Englisch. Kann jemand erklären? Auf Englisch, auf Deutsch, egal. Was ist ein Souvenir? What is a souvenir? Souvenir would be the English translation. Ever heard of this word? Gift. Gift, yeah, but more it is given as a gift as a remembrance of a particular place that one has visited. For example, if we were to visit the Taj Mahal in Agra, then they have these small miniature Taj Mahal or snow globe Taj Mahal, or maybe even keychains with a Taj Mahal statue, so to say, and then we gift it to people, I don't know, friends and relatives, and that is a Souvenir. So Souvenir ist eine kleine Sache, und diese Sache erinnert uns an unsere Reise oder an den Ort, den wir besucht haben. Zum Beispiel immer, wenn ich nach Deutschland fahre, dann kaufe ich einen Schnapsglas, a shot glass. In Germany, or let's say in Europe, it's a very common thing to buy short glasses of a particular city or a country that you visit. Und so habe ich fast 26 Schnapsgläser gesammelt. Yeah, it's like, yeah, Nubila says a memento, that's correct. The word is Schnapsglas. We do not have that in India, not as of now. Schnapsglas as a Souvenir. Ja, aber das ist mein Hobby. Ich sammle Schnapsgläser. So, das ist ein Souvenir. So, was hat er gemacht? Very interesting thing. This guy, this chap is like really smart. Er war in Afrika, und ihr wisst vielleicht, Afrika ist sehr bekannt für Handicrafts. Genau auch wie in Indien. Wir haben Warli und Madhubani und ganz viele andere Sachen in verschiedenen Regionen von Indien. Afrika ist auch sehr, sehr populär für die afrikanische Handicraftsprodukte. Er hat alle diese Produkte oder viele von diesen Produkten nach Deutschland mitgebracht, und er hat hier einen Souvenirladen, einen Souvenirshop aufgemacht. Und hier kann man dann in Deutschland die afrikanischen Produkte kaufen. Interessant, oder? So hat er
mit einem Souvenirladen sich selbstständig gemacht. How did he get on his feet financially, or how did he start making a life for himself? By opening up a souvenir shop. Ja? Dann Nummer 7. Anfang 2005 hat er sich bla 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 entschlossen. Auf einer Reiterlebnisse. Nee, das ist leider nicht die To Antwort. Reise durch Südamerika. Genau, ja, aber die Präposition ist zu, hast du gesagt, ne? Ja, Ja. genau, hat er sich zu einer Reise durch Südamerika entschlossen. Und das Verb ist entschließen. Und entschließen is exactly like entscheiden, to decide. So he decided to go for a trip to South America, the continent. Ein halbes Jahr ist er durch Brasilien, Ecuador und Kolumbien gereist. Das sind 3 Länder in Südamerika. In Bogota hat er sich bla 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 verliebt. Und verlieben, lieben, Mit einem jungen Frau. genau. I could not hear the preposition very correctly, but the right preposition is in. Er hat sich in eine junge Frau verliebt und seine Reise unterbrochen. Er hat die Reise nicht weitergemacht, er hat eine Pause gemacht. Und dann zurzeit lebt er mit ihr in einem Dorf in den Anden. Anden sind die Gebirge in Südamerika. Wir in Indien haben die Himalayas. In Europa, Deutschland, Österreich haben die Alpen. Und in Südamerika gibt es die Anden. Auf Englisch, wie heißt dieses Gebirge? Himalayas in Indien, Alpen in Deutschland oder auch in Österreich und in der Schweiz und die Anden in Südamerika. It's a geography related question. Do we have anyone from geography or in general? I mean, everyone has learned that in school. What mountain ranges does South America have? Ja, the Andes. Genau, sehr gut. So, er hat in einem Dorf, in a village in den Anden, also er lebt da und beschäftigt sich damit, ein Buch, bla bla bla, zu schreiben. Über seine
Hello, ma'am, you aren't audible. Hello, can you hear me now? Can you all hear me now? Yeah, Okay. I don't know what went wrong, but yeah, something was definitely wrong. Okay, so I don't think you heard the last part that I was saying. Um, I have no idea till what um, time could you or were you able to hear me. But anyways, ich habe euch dann gesagt, wie das Leben von Tim Chopper is a very unique way of unique life he had, full of adventure, very different from the earlier guy that we saw, Werner Hellman. He had quite a career graph, started in a small company, ended up being one of the board members of a multinational company. So, and here we have Tim Chopper, a very different lifestyle. So, was ich dann gesagt habe, in diesem ganzen Text gibt es ganz viele Verben mit festen Präpositionen und wir diskutierten alle Verben und die Präpositionen noch einmal. Okay. Any moment you do not hear me, immediately write on the group because I would have the feeling that I can be, I am being audible and I'll just continue speaking. So just a quick yes if I'm still audible. Cool, cool. Dann machen wir weiter. So, hier gibt es ein Verb, gekommen. Das Verb ist kommen und die Lücke hier war auf ein Gymnasium und deshalb auf ein Gymnasium kommen. I hope that you also write it along with me. I'm writing it for you all in the chat box. So auf ein Gymnasium kommen, mit Gymnasium kommt immer die Präposition auf und nicht zu oder in oder so. Ja? Dann nächste Verb ist aufgehört und das Verb ist aufhören. I think this I had written it sometime back. Und das ist immer mit der Präposition mit. To stop something or to end something. Auf Deutsch aufhören mit etwas. Ich habe mit Yoga aufgehört. I stopped doing yoga. Ich habe mit Yoga aufgehört, sagt man. Dann gearbeitet. Das Verb ist arbeiten. Und arbeiten kommt normalerweise mit zwei Präpositionen. Arbeiten bei, zum Beispiel meine Schwester arbeitet bei Tata Motors oder mein Bruder arbeitet bei Volkswagen oder was weiß ich, Siemens. Ja? Und dann für plus Akkusativ. Zum Beispiel ähm, äh, eine Freundin von mir arbeitet für die Designerin Ritu Kumar. Ja, so sie arbeitet für eine Person, aber jemand arbeitet bei einer Firma. Okay, so arbeiten bei plus Dativ und für plus Akkusativ. Here we had by, but there's one more. Dann das nächste ist sich interessieren und das ist immer mit für.
plus Akkusativ. Ich interessiere mich für Musik und Reisen. Ja? Weiter, danach ist er 2 Jahre lang ja, als Seemann gearbeitet oder gefahren. There is no really preposition in here, so we are going to stop that. Let's go to the fifth one. Teilnehmen, to participate in something. Und dieser in auf Deutsch ist immer die Präposition an. Ich habe an einem Wettbewerb teilgenommen. Wettbewerb ist Competition. So teilnehmen an plus Dativ. Dann Nummer 6, selbstständig machen, to make oneself independent, like financially mostly. Und das ist immer dann mit der Präposition mit, once again, plus Dativ. To make oneself independent by doing something or with something. And that by doing and with is immer mit auf Deutsch. Dann Nummer 7, entschlossen. Das ist natürlich ein Perfekt, aber das Verb im Entschließen. Sich entscheiden für so, sich entschließen zu plus Dativ, sich entscheiden für plus Akkusativ. Und beide Verben bedeuten to decide for something, and that for in German is at times entschließen zu and at times entscheiden für. Oh, entscheiden, the spelling is kind of gone wrong, sorry. Entscheiden, not entschieden. Please correct it. Sich entscheiden für und sich entschließen zu. To decide. La 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 la, verliebt. Das Verb ist sich verlieben, to fall in love with someone. And that with in English is not mit, sondern in. Ich verliebe mich in bla bla bla. Wenn wir singen, hat sich in Typika Padukon verliebt. Und dann das letzte, schreiben über. To write about something. Und das ist schreiben über plus Akkusativ. Aber es gibt auch andere. Es gibt noch eine Präposition, schreiben an. To write to someone. Ich schreibe an meine Freundin, an meinen Vater, bla bla bla. So, ich schreibe an meinen Vater über meine Reise. It can go both ways. Sind alle diese Verben mit Präpositionen klar? Ist das Thema Verben mit Präpositionen klar? Yeah. There's nothing really grammatical in this. It's just something that you need to remember. You have to remember that sich interessieren, dieses Verb, kommt immer mit der Präposition für. Yeah, it's just like the way as kids we learned English to participate in something. There was no grammatical rules as such. Whenever we said I participated for a competition, our teachers, the parents just corrected us and said, no, it's to participate in something. It's as good as that. So it's something that one kind of learns more and more, or sooner and sooner, the more you use it. So I would suggest if you have already made a list of all these verbs, Verben mit festen Präpositionen, the entire chapter we have come across a lot of such verbs and have always made it a point to write it in the chat box. And I hope that you have written it down in your notebook right then and there. And now you have an entire list. I would really appreciate that you take yourself the time and write sentences with these verbs and prepositions, and you can always send them to me and I can check them and send them back to you. Okay? So do that. I would really want you all to do it. It will be an excellent practice. Obviously, as last time, even this time, I'm going to send you quite a lot of grammar worksheets related to the entire chapter, and you will have some time. And then later on, I'll send you the answer keys
hoping that you would solve the exercises, the worksheets, and then compare the answers to the answer keys given. Did you all do that for the last thing, for the last chapter? Did you solve the worksheets and got the answers checked and corrected? Were there any problems, any questions, any doubts you had in the worksheets? Oder war alles klar? Oder habt ihr das gar nicht gemacht? No problems, sagt Meghna. Okay. Others? Alles klar. Okay, if someone has not understood a certain thing but is kind of hesitating to write to me here or in front of everyone, you know that you can always write to me in person. People who have written to me earlier know that I do respond, maybe a little later, but I do. So do not hesitate, do not have any kind of inhibitions to talk to me, to write to me, to ask me anything that has not been understood in general about anything and everything. Okay? La la la. Das war die erste Hausaufgabe. Und dann hatten wir noch eine Hausaufgabe. Ich gehe ja dann nach oben. Tick, 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 tick. Genau. Das war die zweite Hausaufgabe. Auf Seite Nummer 46 gab es diesen Text oder dieses Gespräch und ihr solltet dann dieses Gespräch hier lesen. Arbeitest du jetzt hier? Wer kann ein bisschen erklären? Okay, Hazel is writing something. Ma'am, can you put in the page number of the PDF by sending the... okay, yeah, right. As they are different in the book. Yeah, yeah, that will be not a bad idea. I'm just so used to using the books now. Have you still not gotten the books? I would really appreciate if you did. I mean, you can't possibly work with the PDF all through the year. And I told you that the same book, a few chapters out of this book are also going to be used for TY. So it is actually a pretty good idea to buy the books or to get the PDFs printed out. Yeah? Okay, cool. You are trying to get one. I understand. I shall make sure that I write the homework pages in the PDF format also. Okay, dann das war die Hausaufgabe. Wer kann hier eine Zusammenfassung oder sagen, was das Gespräch war? What was it about? Ihr könnt auch auf Englisch sagen, das ist okay. Natürlich besser, wenn man das auf Deutsch macht, aber wenn nicht, dann auf Englisch. What is this dialogue about? Hallo? Ja, Ja, hier geht es um die Arbeit. Wie haben Sie das Job gefunden? Und sie verdient genug und gut in die Arbeit. Und sie sind selbstständiger. So, und wie haben Sie das, die Stelle gefunden? Das haben Sie auch hier erklären. erklärt. Okay, nicht sie, sondern er. Das ist ein Mann, ne? So er. So, ein Mann hat jetzt einen neuen Job, sagt Anuja, und der Mann spricht Ja, über seinen Job. Und wie findet er... ja, Entschuldigung, ja. That's okay, that's okay. Wie findet der Mann seinen neuen Job? How is he liking his new job? Ist der Job gut oder nicht gut? Wenn gut, warum und was ist gut? Wenn nein, warum ist das nicht gut? Was ist nicht gut an dem Job? What does he say?
Ne? He says that in here, er findet diesen neuen Job sehr gut. Und warum ist der Job gut? Das kommt hier. Ich verdiene mehr, so er bekommt jetzt mehr Geld. Er kann viel selbstständiger arbeiten. He can work a lot more independently than his previous job. Die Kollegen sind nett. Vielleicht war das ein Problem in dem alten Job. Und ich fühle mich hier richtig wohl. Das Verb hier ist sich wohlfühlen. Ach, sorry. Sich wohlfühlen, das ist ein trennbares Verb. Und sich wohlfühlen ist sich gut fühlen. He's feeling good in this new job. So, das heißt, er hatte früher einen Job, aber der Job war nicht gut. Was war nicht gut bei dem alten Job? Was waren die Probleme in seinem alten Job? Was glaubt ihr? Er kann dort nicht genug verdienen. Hm. Und er hat hier gesagt, dass er kann nicht ein Auto leisten können. Hm. Nicht Auto, zum Beispiel so eine Dinge, dass er nicht leisten kann. Hm. Ja, genau. So das Und er hat auch Probleme beim Chef. mit dem Chef. Genau, es gab 3 Probleme. Er hat nicht so Ja. viel Geld verdient, also sein Gehalt war nicht so gut, nicht so viel Geld verdient. Und er hat so wenig verdient, dass er auch kein Geld hatte, um ein neues Auto zu kaufen. Er konnte sich kein Auto leisten und es gab auch so Probleme mit dem Chef. Vielleicht war der Chef nicht so nett oder gut und so weiter. So, das Gespräch hat 2 Teile oder 2 Gruppen. In dem ersten Teil, spricht der Mann über seinen alten Job, also welche Probleme er hatte. Und in dem zweiten Teil spricht er über die positiven Änderungen oder Sachen in seinem neuen Job. Und dann, ja. Hallo Gerd, das ist eine Überraschung. Arbeitest du jetzt hier? Ja, ich habe mir eine neue Stelle gesucht. Jetzt bin ich schon seit 4 Monaten hier. Hat dir dein alter Arbeitsplatz denn nicht mehr gefallen? Und dann beginnt er zu sagen, was die Probleme waren. Und dann, wie hast du diese Stelle gefunden? Wie hast du diesen neuen Job gefunden? Durch eine Anzeige in der Zeitung. Wenn eine Person nach einem Job sucht, dann kann er im Internet oder in der Zeitung Anzeigen lesen von Firmen und die Firmen schreiben, dass sie eine neue Person brauchen, das Gehalt, Beschreibung von dem Job und so weiter. So, und dann hat er sich beworben, he applied, und er hat den Job bekommen. Ist das Gespräch klar? Ja. Ja? Okay, super, sehr gut. Ich möchte, dass ihr als Hausaufgabe diese Übung Nummer 6 macht. In this book, there are quite a lot of times such kind of exercises wherein you read a particular Gespräch or dialogue and then you have to try and write similar dialogues, just variate them a little bit, change a little bit here and there. So, ihr könnt noch einmal ein Gespräch zwischen 2 Personen schreiben und ihr könnt schreiben, wie die Situation in der alten Firma gab, welche Probleme die Person in der alten Firma hatte und wie ist es jetzt besser in der neuen Firma. That is the main crux of this dialogue. So try writing such a dialogue zwischen 2 Personen, 2 Männer, 2 Frauen, einem Mann, eine Frau, egal. And as usual, I am gonna appeal to you all to send it to me. Almost nobody does that, but if you really want to have the opportunity to get your grammar and your language checked, then you would do that and send it to me. Ein Grammatikthema, das wir hier lernen,
ist Reflexivpronomen im Dativ. So till now, whatever reflexive we have learned was only in Accusative. Heute lernen wir Reflexiv im Dativ. And before we go to the book, how much time do we have? Oh, we have noch Zeit. Okay. Ich schreibe einen Satz. Sagt mir bitte, ob der Satz klar ist. Ich käme mich. Was bedeutet das Verb sich kämen auf Englisch? Ist das Verb klar? Oder ist das ein neues Verb? Ja, to comb oneself, genau. Ne? So, ich käme mich. Ich ist hier natürlich das Subjekt und das Subjekt ist dann immer im Nominativ. Ja, do you agree? Und dann ich käme mich. Mich ist das Objekt und das Objekt hier ist in Akkusativ. So it's a very simple sentence. Es gibt ein Verb, käme, es gibt ein Subjekt ich, es gibt ein Objekt mich. Alles klar? Subjekt, Verb, Objekt. A classic example of a sentence. Egal auf welche Sprache. Jetzt schreibe ich noch einen Satz. Ich käme mir die Haare. Now, what is an addition in this sentence and what has changed in this sentence? What do you think? What has changed from ich käme mich to ich käme mir die Haare? Here is addition as the Hara is object. Genau. So in ich käme mich, mich war das Reflexivpronomen in Akkusativ. Ja? Reflexivpronomen im Akkusativ. Aber hier sehen wir ein mir and the moment you see this, you understand, oh, that is dative. Now, why is it in dative? That's the question which we are going to discuss. Ich käme mir die Haare. Ich ist natürlich das Subjekt and the subject is always in nominative that we have been learning since, I don't know, the first time that we learned German. And then die Haare, what do I comb? The classic question to know what is the accusative object in a sentence is to ask the question was. So what am I combing? I'm combing my hair. So die Haare is here in accusative. Now, we have already used accusative once. So how can we use the reflexive pronomen once again in accusative? That's not possible. And that is why the reflexive pronomen comes in dative. Ich käme mir die Haare. Ist das ein bisschen klar? Yeah, I can give you a similar example. Ich wasche mich is to take a bath. Ich, nominative subject, mich, accusative object, assistant reflexive pronomen. But now I want to specify I'm not washing my entire body but just my hands. How will I do this sentence then? I am washing my hands. Wie wäre der Satz? Genau, ich wasche mir die Hände. Now, if I want to say, he is washing his hands. Wie mache ich das? He is washing his hands.
He is washing his hands. Hmm. So that's exactly what I wanted you all to write. Er wischt ihm die Hände. Ihm ist ein Personalpronomen im Dativ. Wir brauchen ein Reflexivpronomen, and the good part is Reflexivpronomen sich is the same in Dativ, sich. And now I will write all the uh, reflexive pronomen. In Akkusativ it is mich, in Dativ it is mir. So ich wasche mich, Akkusativ, aber ich wasche mir die Hände. Das Reflexivpronomen hier ist in Dativ, just like Personalpronomen. Du, dich, mir. But now er, die, es, in Akkusativ sich, in Dativ also sich. Wir, in Akkusativ uns, in Dativ also uns. Ihr, in Akkusativ euch, in Dativ also euch, and sie, he, in Akkusativ sich, and in Dativ also sich. So ich, mich, mir, nominative, accusative, dative, but all the reflexive pronomen, these are not personal pronomen, do not get yourselves confused. Das sind alle Reflexivpronomen in Akkusativ und Dativ. Ist das klar? Ein bisschen klar? Okay, cool, cool, cool. Dann gehen wir jetzt zu dem Buch und hier haben wir zwei Tabellen. Einmal Reflexivpronomen mit Akkusativ. Ich verstehe mich mit dem Chef, du verstehst dich mit dem Chef, sorry, und so weiter. Und hier, if you see, ich suche mir, and then the question what? What am I looking for? I'm looking for a job. So, since there is already an accusative object in this sentence, what am I looking for? A job. Alle diese Pronomen müssen in Dativ sein und nicht in Akkusativ. Because if I say, ich suche mich eine Stelle, it will be 2 times Dativ, and that really doesn't happen. 2 times Accusative in the same sentence. That's why whenever there is a direct object in a sentence, like it is in here, I search for what, I eat what, I don't know, I buy what, the answer you get is Accusative Objekt und dann müssen wir das Reflexivpronomen im Dativ schreiben. So, ich suche mir eine Stelle, du suchst dir eine Stelle, er, sie, es sucht sich eine Stelle, wir suchen uns eine Stelle, ihr sucht euch eine Stelle und sie suchen sich eine Stelle. I just quickly want to tell you what it means when I say a direct object. A direct object is an object that comes immediately after the verb. Ich trinke Wasser. What do I drink? Water. Ich suche mein Buch. What am I looking for? My book. Ich habe eine Schwester. What do I have? A sister. Now you will say, but even here there is an object, chef. The only difference here is it is not a direct object because we need an additional word before the object, which is the preposition. Yeah, I am talking my sister. Do we say that? No, I am talking to my sister. We need a preposition. So the object, my sister, is not a direct object. It is a preposition object. It is an object that has come with or along with a preposition. Or I am going. No, I don't have to. I am satisfied with my job. Job is object, but it is not a direct object because it cannot come
without the preposition with. I am satisfied my job. Doesn't make sense. I am satisfied with my job. Whereas I um, I find life interesting. What do I find interesting? My life. One doesn't need any preposition before the object, and then it is a direct object. Ist dieses Konzept von Direktobjekt klar? It's a very important thing to understand in the German grammar. Yeah? Okay, super. Sehr gut. I wanted to do this one last thing, but apparently we would not make time for that. Und deshalb ist das die Hausaufgabe. Since we have been talking about Berufe and what a person wishes from his or her profession, job, whatever, das ist eine Denkhausaufgabe. It's like a thinking homework. Bitte list mal and ask yourself what do you wish from your profession, or what would your wishes be from your future profession, your future jobs, uh, and then try to make sentences out of that with the help of the examples given in here. The question is, was wünschen Sie sich für Ihren Beruf? What do you wish for yourself from your profession? The question can be said in two ways in German. Was wünschen Sie sich für Ihren Beruf? Or at times it also comes with the preposition von Ihrem Beruf. What do you expect or wish from your profession? So bitte denk darüber nach, have some thoughts about it, and we'll discuss and hear or read your thoughts about it tomorrow. Alles klar? So we are actually, I was planning to finish up the chapter today, but unfortunately we couldn't. We'll do a small part of it then tomorrow. Das ist alles für heute. Wir sehen uns dann morgen. Okay? Tschüss. 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 Tschüss, Ma'am. Dankeschön.